Wer Lieder nach Tabulaturnotation lernt, den sollte ganz besonders interessieren, welche Töne mit den dort notierten Zahlen korrespondieren. Das bedeutet, wo die Positionen am Hals zu finden sind. Du fühlst dich angesprochen? Weiter gucken. Die Position kann man natürlich von Anfang an nach Gehör lernen, aber die meisten bevorzugen, sich die Position zu markieren, und zwar entweder mit kleinen Stickern oder mit Farbpunkten oder aber ganz besonders praktisch, bei viel weniger Aufwand, mit dem Fujaku Strip. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Sue Bonjamin von der Shamisen-Zentrale und von mir gibt es hier für euch jeden Dienstag ein frisches Video über Shamisen. Jawohl. Und den Kanal könnt ihr hier unten abonnieren und drückt das kleine Glöckchen. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es etwas Neues gibt. Neben der Shamisen werde ich heute dafür benutzen einen Bleistift, ein Maßband, eine Handy-App, ein Clip-on-Stimmgerät und dann Punkte und einen Streifen. Das hier ist ein Fujaku Strip und es ist ein Positionsmarker, der eigens dafür gemacht ist, die Positionen von 1 bis 18 am Hals der Shamisen zu markieren. Wenn man einen Fujaku Strip aufklebt, dann braucht man nur eine einzige Referenzposition und ich nehme dafür immer die 10, weil die 10 am allereinfachsten zu markieren ist. Ihr braucht, um die 10 zu verorten, weder ein Referenzton noch ein Stimmgerät. Ihr könnt es ganz einfach mit einem Zentimetermaß machen. Ansonsten kann man alle Punkte auch mit einem Stimmgerät bzw. einer Stimm-App verorten oder aber, wenn man gute Ohren und ein bisschen Mumm hat, auch einfach erhören. Ich zeige euch heute aber, wie man mit einem Clip-on-Stimmgerät und einer Smartphone-App die richtigen Töne findet. Das ist eine ganz einfache Sache, braucht ein bisschen Geduld, aber ansonsten easy peasy. Die Smartphone-App und das Stimmgerät funktionieren gleichermaßen. Man gibt einen Ton hinein und dann wird einem optisch angezeigt, in welchem Dunstkreis man sich befindet. Also nicht nur, welche Herzzahl man erreicht hat, sondern auch, ob das jetzt eher an einem C dran ist oder an einem Cis oder an einem D. Ich habe euch eine kleine Übersicht gemacht, in der ihr ablesen könnt, welche Position welcher Ton ist. Und zwar, wenn man die tiefe Seite auf C stimmt. Ihr könnt also unten einfach den Link gehen, euch dieses Dokument herunterladen und dann habt ihr eine genaue Übersicht und könnt euch alle Punkte kleben, die ihr wollt und ganz wild rumprobieren, welche Punkte sich wo befinden. Dann viel Spaß dabei und ich mache jetzt weiter mit dem Fujaku Strip. Und zwar werde ich die 10 lokalisieren, diesem Instrument, auf diesem Maßband. Okay? Einmal Kamera drehen, dann geht's los. So, knappe Kiste, aber alles, was zählt, ist genau drauf. Und zwar haben wir das Holzkoma und das goldene Koma da oben, das Kamigoma. Und das ist die sogenannte Mensur, die wir hier dazwischen haben. Das ist die Länge der freischwingenden Seite. Und genau die messen wir jetzt aus. Ich habe hier dieses professionelle Maßband. Zack. Ja. Da haben wir genau 80 cm. Und genau auf der Hälfte dieser Strecke liegt die Position 10. Das ist die Oktav. Das heißt, wenn die leere Seite ein C ist, dann ist die 10 auch ein C. Und bei der 40 machen wir jetzt eine kleine Markierung auf der Seite. So mit dem Bleistift. Kann auch auf dem Holz markieren, aber da sieht man es meistens nicht so gut. Und auf der Seite rubbelt sich das ganz einfach wieder ab, wenn man ein bisschen spielt. So, und dort kleben wir jetzt
entweder einen Punkt, wenn wir Punkte kleben, oder aber, wie ich es jetzt mache, den Fujaku Strip. So, 2 Etagen runter. Wir haben hier den Fujaku Strip und hier haben wir die Nummer 10 und die klebe ich gleich hier an die Markierung. Einfach abpellen und dann mit der 10 an die markierte Stelle pappen. Jetzt ist die Frage, wie weit entfernt vom Griffbrett wollen wir den Streifen haben. Das macht ihr so, wie ihr es wollt, und ich mache es immer 1 mm von der Kante entfernt. Das wäre hier, zack. Und dann einfach nur entlang des Halses schön, möglichst ohne Luftblasen, entlang streichen. Und dann wird es manchmal etwas schief. Nicht schlimm, es geht nämlich wieder ab. So. Jetzt wird es noch. So. Zack. Jetzt haben wir den Streifen schon angeklebt. Das wäre noch schneller gegangen, hätte ich es etwas gerader geschafft. Aber ihr seht, es ist eine Sache von wenigen Sekunden. Wunderschön. Und jetzt kontrollieren wir mal, ob das alles so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir haben ein C, die leere dicke Seite, und jetzt gucken wir mal bei der 10 und ich gehe hier mit dem Fingernagel drauf, denn wenn man den Finger mit der Kuppe draufsetzt, dann ist nicht so ganz sicher, ob man eher jenseits oder diesseits von der tatsächlich exakten Markierung drückt. Deswegen, wenn ihr Punkte klebt und die exakte Position festlegen wollt, dann nehmt bitte den Fingernagel, so wie ich hier. Also, ihre Seite, 10. Ah, perfekt. Ihr habt gesehen, mit dem Fujaku Strip geht es wirklich unglaublich schnell. Also schneller als das gibt es nicht. Aber wenn ihr doch Punkte kleben wollt, und das machen wir gleich an diesem Instrument hier, dann ist die große Frage, welche Punkte ihr euch kleben wollt. Ihr könnt euch natürlich alle Punkte kleben, die es auch auf dem Fujaku Strip gibt, oder alle Punkte, die man überhaupt benutzen kann auf der Shamisen. Aber braucht man wirklich so viele? Ich finde, der große Vorteil an selbstgeklebten Punkten ist, dass man etwas spärlicher sein kann mit den Punkten, die man sich klebt, und dann vielleicht keine so starke Abhängigkeit von den Markierungen entwickelt. Das heißt, seht es vielleicht als Chance, ein bisschen euren Händen die Chance zu geben, zu lernen, wo die Positionen sind, und auch auf eure Ohren zu vertrauen. Also die 10 muss auf jeden Fall sein, denn die 10 ist extrem wichtig und kommt immer wieder vor, und da möchte man auf jeden Fall einen Orientierungspunkt haben. Aber wie sieht es mit den anderen Positionen aus? Ich mache es meistens so, dass ich 3, 4, 6, 9 und die 10 klebe für den Anfang. Und zwar, weil das Töne sind, die besonders oft vorkommen. Grundsätzlich würde ich euch raten, die Punkte zu kleben, die ihr am meisten benutzt. Und das hängt eben davon ab, was für Lieder ihr spielt. Ansonsten ist man ja mit den Punkten zum Glück sehr, sehr flexibel. Das heißt, wenn ihr merkt, ihr habt euch viel zu viele Punkte geklebt oder dass eure Hand eigentlich alles schon weiß, dann könnt ihr ja immer wieder abholen. Und wenn ihr merkt, dass ihr euch doch sehr unsicher seid und vielleicht doch noch mehr Unterstützung braucht optisch, dann könnt ihr euch noch mehr Punkte hinzukleben und die dann später wieder abkratzen oder auch nicht. Ja, also die Punkte sind wirklich wunderbar, weil man ganz flexibel das anpassen kann an seine eigenen Bedürfnisse. Okay, weiter geht's mit den Punkten. Ich nehme die weißen Punkte, weil man die jetzt am besten sehen kann auf schwarz. Und was wichtig ist, wenn ihr einen Azuma Sawari habt, also eine Mechanik, mit der man das
Surren an- oder ausstellen kann, dann dreht ihn bitte runter, sodass es nicht surrt, weil es dann leichter ist für das Stimmgerät, die Frequenz aufzunehmen. Wenn wir jetzt gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen, dann können wir einfach hier möglichst nah am Kopf anfangen, den Finger aufzusetzen und dann immer weiter entlang schieben und gucken, was das Gerät ausspuckt. Okay, jetzt wissen wir, da ist ungefähr das Dis. Jetzt können wir auf Fingernagel ummünzen und dann fein austarieren. Tiefer. Ein bisschen tiefer. Da haben wir es. Jetzt können wir da entweder eine Markierung setzen oder gleich einen Punkt kleben. So. Dann machen wir doch gleich weiter mit der 4. Das ist ein F. Also weiter. Bisschen zu hoch. Fingernagel wieder zurück. Sehr gut. Und was ich immer mache, gerade wenn es gerade wenn man viel hin und her rutscht, ist, dass ich zwischendurch den Finger einmal kurz abnehme und wieder draufsetze. Damit neutralisiere ich sozusagen die Seite, weil durch dieses Entlangziehen oft passiert, dass man die Seite ein bisschen zum Beispiel da lang schiebt oder auch die Seite künstlich in diese Richtung verschiebt. Ja, und einfach nur, um alle Möglichkeiten zu eliminieren, dass man irgendwie falsch ankommt, einfach zwischendurch, wenn man denkt, es ist gut, nochmal hoch und dann wieder runter und dann sollte es immer noch stimmen. Hier, also 3, 4, 6, G. Kleiner wichtiger Zwischenruf. Ich habe jetzt gerade beim Sliden gesehen, dass das hier auf Englisch gestellt ist. Das H heißt im Englischen B und das B, das deutsche B ist B-Flat. Also A ist dort B-Flat, B mit einem kleinen b. Und um Verwirrung zu vermeiden, stellt sicher, dass ihr hier auf Europäisch stellt, zentraleuropäisch, denn südeuropäisch ist Do, Re, Mi und so weiter. So, das haben wir gelöst. Weiter geht's mit dem Ais. Super. Und dann fehlt nur noch die 10. C und dann das andere C. Hier haben wir jetzt 3, 4, 6, 9 und 10. So einfach geht es und mit allen anderen Positionen funktioniert es genauso. Und in der Tabelle könnt ihr nachgucken, wie die entsprechenden Positionen zuzuordnen sind.
Und dann könnt ihr mit eurem Stimmgerät so viele Punkte kleben, wie ihr möchtet. Wenn ihr alte Punkte oder einen alten Fujaku Strip abnehmt und merkt, dass da noch eklige, schmierige Klebereste dran sind, dann am besten so viel wie möglich versuchen, mit dem Fingernagel abzupulen und dann den Rest mit neutralem Öl abreiben und dann abbrüllen. Auf keinen Fall würde ich ein Messer benutzen, denn damit könnt ihr das Holz beschädigen und dann wird der Hals nie wieder so schön sein wie vorher. Streifen und Punkte haben gleichermaßen Vor- und Nachteile. Der große Vorteil am Streifen ist, dass er extrem einfach anzubringen ist. Es ist einfach extrem komfortabel, weil ihr nur eine Position aussuchen müsst und dann den ganzen Streifen, also alle Positionen auf einmal anbringen könnt. Die Punkte dagegen bedeuten etwas mehr Mühe beim Anbringen, weil man jeden einzelnen Punkt selber austarieren muss. Dafür sind sie aber auch wirklich zuverlässig, wenn ihr einen guten Job gemacht habt. Bei den Streifen ist es so, dass jeder Streifen ja genau gleich gemacht ist. Die sind ja maschinell gefertigt. Und nicht jede Shamisen ist genau gleich. Das heißt, obwohl die Hälse ungefähr gleich sind sie manchmal doch etwas kürzer oder länger. Vor allem, wenn man es mit alten Instrumenten zu tun hat, da ist es noch sehr variantenreich, was es so an Maßen gibt. Deswegen kann es sein, dass einige Punkte dann nicht so wirklich dem entsprechen, was sie anzeigen sollen. Das ist ein weit verbreitetes Problem und ihr müsst einfach gucken, was euch wichtiger ist. Möchtet ihr lieber einen schönen, uniform bezeichnenden Streifen, der sieht gut aus und lässt sich ganz schnell anbringen? Oder möchtet ihr lieber die absolute Gewissheit, dass genau der Ton gekennzeichnet ist, den ihr erwartet? Dann klebt euch selber die Punkte. So, das war's von mir für heute. Ich hoffe, es klappt alles reibungslos bei euch. Ansonsten wisst ihr, wo ihr mich erreichen könnt. Und zwar entweder unten in den Kommentaren oder über soziale Kanäle wie Instagram und Facebook. Oder aber ihr schickt mir eine E-Mail an hallo@shamisen-zentrale.de. Ich wünsche euch allen ein schönes, fröhliches, gesundes und munteres neues Jahr. Und bleibt fröhlich, neugierig und macht schön viel Musik. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.